In diesem Video stellen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 1.2 des CAD-Workshops vor. Diese Aufgabe unterscheidet sich von der vorherigen insofern, dass das Teil, was dort konstruiert werden soll, diese Welle, rotationssymmetrisch ist. Also wir werden jetzt diesmal kein normal linear extrudiertes Teil konstruieren, sondern direkt beginnen, ein rotationssymmetrisches Teil zu konstruieren. Und dazu fangen wir ganz einfach mal an, wie immer mit einer Skizze, die wir uns auf eine der Basisebenen legen. Und das soll jetzt mal der Punkt auf der linken Seite sein hier. Jetzt fangen wir hier erstmal damit an. Für ein rotationssymmetrisches Teil brauchen wir eine Rotationsachse, um die wir später diese Skizze, die wir jetzt gleich zeichnen werden, rotieren können. Und es macht Sinn, sowas direkt am Anfang zu zeichnen. Ich nehme mal hier eine Hilfslinie, bzw. Konstruktionslinie. Legen wir die einfach hier mal rein. Ich könnte sie jetzt auch senkrecht hier reinlegen oder waagerecht, das macht jetzt keinen Unterschied, das wird beides funktionieren, kann ich immer drum rotieren. Jetzt für den Zweck hier, weil es auch in der Konstruktionszeichnung so angegeben ist, lege ich mir das Ganze jetzt mal waagerecht hier rein. Für eine Rotationsachse in einer Skizze ist es auch immer recht hilfreich, wenn man eine unendliche Länge einstellt, dann kann man das Ganze immer sehen. Und dann haben wir soweit alles. Dann können wir schon loslegen. Fangen wir auf der linken Seite an. Und ich werde jetzt erstmal am Anfang ganz grob die Kontur nachzeichnen von dem Teil, die wir da haben. Aber ganz grob ist vielleicht nicht ganz richtig, denn wir werden schon so Details wie den kleinen Freistich, den wir da in der Detailansicht haben, auch den schon mit einzeichnen. Übrigens, die technische Zeichnung wird es wie immer in der Verlinkung dieses Videos unten geben. Also wenn ihr euch die Zeichnung anschauen wollt, klickt einfach auf den Link, den es hier in dem Video gibt. In der Videobeschreibung. So, dann haben wir ein langes gerades Stück. Dann kommt dieser Freistich. Noch ein bisschen näher ranzoomen, das sind relativ kleine Details. Dann haben wir ein rundes Stück. Und ich zeige es nochmal jetzt hier kurz. Es gibt hier eine kleine Besonderheit, wenn man das Linienwerkzeug benutzt. Ich hatte jetzt gerade, ich mache nochmal einmal rückgängig. Ich habe jetzt hier einmal einfach ganz normal wie gehabt eine gerade Linie gezeichnet. Und jetzt könnte ich auch wieder weiter eine gerade Linie zeichnen. Es gibt aber in SolidWorks eine Sonderfunktion bei der Nutzung des Linienwerkzeugs. Wenn ich jetzt mit der Maus zurück auf den Startpunkt fahre, so, und dann wieder neu anfange, in eine Richtung den zu bewegenden Mauszeiger, kann ich automatisch einen Kreis, einen Halbkreis hier erzeugen. Und wir wollen hier danach in die Waagerechte wieder. Das heißt, ja, wenn ich mir das Ganze so hier hinlege, passt das Ganze schon ganz gut. Wenn ich jetzt wieder weitermache, habe ich wieder ganz normal mein Linienwerkzeug. Wenn ich wieder zurück auf den Startpunkt gehen würde, könnte ich nochmal eine zweite Rundung, einen zweiten Halbkreis zeichnen. Jetzt geht es aber erstmal geradeaus in dem Stück. Ein kurzes Stück. Und dann haben wir ein weiteres rundes Stück, das genau so nach oben geht. Da können wir wieder ein bisschen rauszoomen. So, dann haben wir einmal diese Furche auf der einen Seite. Und es geht hier weiter. Ja, ich denke, dieses runde Stück, was jetzt hier kommt, das werde ich nachher mit einer Verrundung konstruieren. Ich mache das Ganze jetzt erstmal einfach nur eckig. Dann haben wir hier dieses ausladende Stück. Und dann auf der rechten Seite von diesem breiten Stück ja, sieht das Ganze im Grunde aus wie auf der linken, bis auf den Fortsatz. So. Also wir können uns da immer auf der Höhe, an der Höhe auf der linken Seite orientieren. So. Und jetzt müssen wir die Konturen noch schließen, also einmal zurück zum Startpunkt hier, zum Ursprung.
Okay. Ist natürlich jetzt noch sehr vieles nicht bemaßt, dementsprechend ist die ganze Skizze noch unterdefiniert. Das sieht man übrigens hier unten einerseits daran, dass wenn man gerade die Skizze bearbeitet, hier unten unterdefiniert steht. Und wir haben hier noch jede Menge frei bewegbare Teile. Ich könnte jetzt hier noch die ganzen Teile alle frei bewegen, ist noch nichts festgelegt durch Bemaßung. Noch einen anderen Indikator dafür, dass eine Skizze unterdefiniert ist, sieht man hier immer an diesem kleinen Symbol. Da steht dieses Minus in Klammern. Das bedeutet auch, dass die Skizze unterdefiniert ist. Wenn die nachher voll definiert ist, dann verschwindet dieses Minus. Dann können wir jetzt anfangen zu bemaßen, beziehungsweise auch Skizzenbeziehungen hinzuzufügen. Und ich denke, bevor wir anfangen, hier Maße zu setzen, macht es Sinn, einmal ein paar Sachen durch Skizzenbeziehungen im Voraus festzulegen. Und zwar haben wir hier auf dieser Seite in diesem Bereich ziemlich viele Linien auf derselben Höhe. Und da macht es Sinn, diese Linien kollinear zueinander zu setzen. Also im Moment sind die noch voneinander unabhängig. Zum Beispiel diese beiden Linien. Ich möchte, dass die auf derselben Höhe sind. Einmal STRG gedrückt halten und beide markieren. Und dann mit der Kollinearbeziehung diese Linien zueinander kollinear zu setzen. Und dasselbe machen wir einmal hier. Diese Linien sollen auch alle kollinear zueinander sein. Ich kann auch mehr als zwei Linien gleichzeitig markieren. So, die sind auch alle zueinander jetzt kollinear. Das gleiche auch für die hier. Die Furchen sind ja auf beiden Seiten gleich tief. Und diese beiden Linien, die können wir gleich lang setzen. Ist jetzt noch nichts bemaßt, aber wenn wir hier schon ein paar Teile bewegen, sehen wir, das ist automatisch alles auf derselben Höhe. So, wir können das hier noch gleich lang setzen, dann ist ja auch auf beiden Seiten sind diese Linien gleich lang. Okay. Dann gucken wir uns mal kurz unseren Freistich, den wir hier gerade eben konstruiert haben, nochmal genauer an. Hier ist relativ wichtig, dass wir an den Übergängen, also hier von der Linie zum runden Stück, dass wir hier Tangentialbeziehungen haben. Also dass hier der Übergang tangential ist. Das hat SolidWorks jetzt gerade auch schon automatisch erstellt, passenderweise. Das sieht man hier an dem Symbol. Also das ist die Tangentialbeziehung zwischen diesen beiden Skizzenelementen hier. Wenn die jetzt nicht da wäre, müssten wir sie eben noch hinzufügen. Also es geht genauso wie bei den anderen Beziehungen auch. Einfach beides markieren und dann hier tangential aussehen. Dann kann man übrigens auch sehen hier, dass schon eine Beziehung besteht. Wenn man die beiden Elemente anklickt, zeigt SolidWorks die bestehenden Beziehungen an, falls es schon welche gibt. Okay. Und dann fangen wir an, das Ganze zu bemaßen. Wir haben hier einen Durchmesser von 50. Wenn man hier so eine lange Konstruktionslinie in der Mitte liegen hat, kann man die auch direkt benutzen. SolidWorks erwartet mehr oder weniger, dass das Ganze schon ein rotationssymmetrisches Teil wird. Ich kann an dieser Linie auch bemaßen. Und wenn ich die Maus ein bisschen weiter runter bewege, kann ich direkt den Durchmesser auch hier dran bemaßen. Das Ganze ist ja jetzt nur die obere Hälfte der Welle, wenn man so will. Wir rotieren das Ganze nachher einmal um 360 Grad. Dann müssen wir das nicht zweimal zeichnen. Aber wir können trotzdem hier direkt so auf diese Weise die Durchmesser als Maß festlegen. Wir haben hier einen Durchmesser von 50 mm. Machen wir mal hier weiter. Diese Furchen sind dann ein Durchmesser von 55,8. Etwas weiter oben Durchmesser von 60. Und dann an dieser Stelle hier 70. Und hier das große Stück 120. Okay, dann machen wir als nächstes weiter mit dem Freistich.
müssen wir ein bisschen aufpassen. Manchmal, wenn wir jetzt da ein Maß dran setzen, verschiebt sich schon mal das Ganze ein bisschen. Also dieser Freistich hat eine Tiefe von 0,3 mm. Wir haben hier Radien von 0,8. Und dieses gesamte Stück von hier bis hier hat eine Länge von 2,5 mm. Okay. Ist noch nicht ganz, da fehlt noch was. Ich kontrolliere einmal kurz, nicht das Ganze jetzt hier verschiebe. Ach, da bewegt sich noch ein bisschen was. Das sollte sich nicht bewegen. Genau, ein Winkel fehlt hier nämlich noch. Wir sind im Ausschnitt auf der rechten Seite zu sehen. Oh, nee, nicht der Punkt. Wir brauchen die Linie hier. Und wenn ihr eine Auswahl löschen wollt, also wenn ich jetzt hier was Falsches angeklickt habe und ihr wollt die Auswahl einfach weghaben, einmal einfach auf Escape drücken, dann geht die Auswahl wieder weg. Wir wollen einen Winkel von 15 Grad zwischen diesen beiden Linien einstellen. So. Wenn ich jetzt dieses ganze Segment hier verschiebe, bleibt das auch unverändert, der Freistich da unten. Damit kann man ein bisschen vorbeugen, dass schon mal ein paar kuriose Sachen passieren. Ich habe ja noch nicht die Distanz zwischen dieser und dieser Kante hier eingestellt. Das möchte ich jetzt als nächstes machen. Wenn ich aber noch nicht hier unten alles voll definiert habe, dass wenn ich das verschiebe, sich nichts mehr verändern kann, dann kann es schon mal passieren, dass ja, lustige Sachen dabei entstehen. So, apropos lustige Sachen, das hier ist auch sowas. Ich mache nochmal einmal rückgängig. Das Maß auch nochmal weg. Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Platz. Bei der Gelegenheit kann ich eigentlich noch ein paar mehr Beziehungen hier hinzufügen. Die sind ja gleich lang. Und die hier auch. Wenn ich jetzt hier diesen ganzen Bereich hier nach links oder rechts, in dem Fall nach rechts verschieben möchte, eine Besonderheit bei diesen Markierungswerkzeugen, ich könnte natürlich jetzt alles hintereinander einmal markieren, indem ich Steuerung gedrückt halte und alle Elemente hintereinander anklicke. Eine weitere Möglichkeit ist aber einfach einen Kasten, um das Ganze zu ziehen. Und es gibt da zwei verschiedene Varianten, das Ganze zu tun. Wir haben da einmal den Kasten, den man von oben links nach unten rechts zieht. Das wird dann blau eingefärbt. Und wir haben noch einen ähnlichen Kasten, der grün eingefärbt wird, wenn man von unten rechts nach oben links zieht. Die unterscheiden sich darin, wenn ich von oben links mit diesem blauen Kasten nach unten rechts etwas markiere, nur die Skizzenelemente markiert werden, die wirklich innerhalb dieses Kastens liegen. Also wenn wir uns einmal diese Linie hier, dieses kurze Stück hier genau anschauen, die liegt nicht vollständig in dem Kasten, wenn ich jetzt so markiere. Und dementsprechend wird die nicht mitmarkiert. Wenn ich das Ganze umgekehrt mit dem grünen Kasten markiere, machen wir von hier so nach da oben, wird sie mitmarkiert. Das kann schon mal je nach Situation, wie die man gerade hat, hilfreich sein. Und hier in dem Fall jetzt, ich möchte eigentlich alles markieren, was ja, hier rechts von dem hier liegt. Das heißt, ich markiere mal einmal das Ganze so. Vielleicht mit der Bemaßung. Und ziehe mir das Ganze nach rechts rüber. Das Ganze jetzt nur vor dem Hintergrund, ganz einfach, dass wenn ich
jetzt gleich hier dieses Maß setze, diese 100 mm von hier nach hier, und dass mir nicht alles hier hinten ineinander geschoben wird. So, das sind doch fast genau 100 mm. So. Und wir haben unseren Freistich schon voll definiert damit. Dann haben wir noch diese Furchen. Diese beiden hier. Die könnte ich auch mal hier noch gleich lang setzen. So. Und wir haben hier 4,85. Und die Furche selbst ist 2,15 mm breit. Dann haben wir diesen Teil, der 10 mm breit. Und das hier oben sind 40 mm. Und wir haben noch von hier nach hier 25 mm. Damit ist alles voll definiert. Dann können wir schon direkt mal das Rotationsfeature jetzt anwenden. Das ist hier oben, heißt Aufsatzbasis rotiert. Und da ich gerade diese Skizze aktiv hatte, hat SolidWorks automatisch jetzt als Rotationsachse, hier oben sieht man das, diese Linie hier ausgewählt. Und wir rotieren blind in eine Richtung um 360 Grad. Ich könnte jetzt um 180 Grad rotieren, dann hätten wir nur eine halbe Welle. So wollen wir das Ganze haben hier. Einmal bestätigen. Und wir haben schon unseren ersten Ansatz hier. Da fehlen jetzt noch ein paar Details. Einerseits müssen wir hier noch eine Verrundung hinmachen. Nehmen wir das Verrundungsfeature für. Und wir haben hier genau in der Skizze, in der technischen Zeichnung ist es zu sehen, das schließt genau bündig ab. Wir haben da also einen 10 mm Radius. Und das haben wir hier gerade schon eingestellt. War schon standardmäßig. So, 10 mm. Da haben wir unseren Radius. Und dann fehlen noch ein paar Phasen. Da sind noch Phasen, das ist jeweils eine 1x45 Grad Phase. Phasen sind im Feature-Menü unter Verrundung. Hier in diesem Menü. Damit können wir Phasen erstellen. Und wir klicken dann einfach die Kanten an, die mit einer Phase versehen werden sollen. Das ist natürlich ein bisschen groß. Wir wollen nur 1 mm haben. So. Wir haben da eine Phase. Wir haben an dieser Stelle eine Phase. Und hier hinten an dieser Stelle. Und zuletzt jetzt noch, wir sind schon im Grunde fast fertig. Zuletzt fehlt noch eine Nut, eine Passfeder-Nut, die hier auf den linken Bereich der Welle eingefräst werden muss. Und jetzt haben wir hier das Problem, wir können ja nicht einfach eine Skizze auf diese runde Oberfläche der Welle drauf machen. Also da kann ich kein Skizzenwerkzeug anwenden. Funktioniert nicht. Wir brauchen irgendeine Fläche oder eine Ebene, auf die wir jetzt eine Skizze drauflegen können. Und wir können uns im Grunde hier einfach wieder eine der Basisebenen schnappen. Nehmen wir mal wieder die Ebene vorne hier, das ist die XY-Ebene im Grunde im Koordinatensystem. Und stellen da mal noch eine Skizze drauf. So. Und ihr fragt euch vielleicht jetzt, wie das Ganze funktionieren kann, denn die Passfeder-Nut fängt ja nicht bei der Mitte an. Also die hier wird ja nicht von der Mitte aus geschnitten. Aber ich zeige euch das gleich, dass man da auch mit Offset-Einstellungen das Ganze ein bisschen verschieben kann.
Okay, jetzt zeichnen wir einmal kurz die Passfedernut, so wie sie aussehen soll. Ich benutze wieder mein Linienwerkzeug, mit dem ich hier auch Kreisbögen zeichnen kann. So. Und wir haben hier einen Radius von 8. Und die Mittelpunkte der Kreisbögen sind 39 mm voneinander entfernt. Und das Ganze soll dann noch genau in der Mitte der Achse liegen. Ich kann es jetzt hier einfach am Ursprung ausrichten. Das hier ist ja unser Koordinatenursprung. Den kann ich auch benutzen für Skizzenbeziehungen, indem ich jetzt diese Punkte mal horizontal zueinander setze. Damit ist das schon genau mittig. Und was fehlt noch? Der Abstand hier zur linken Kante. Okay, damit können wir jetzt einen linear ausgetragenen Schnitt erzeugen. Und so wollen wir das natürlich nicht. Dann würden wir an Stellen schneiden in der Welle, an die wir gar nicht schneiden wollen. Aber wir können hier eine Startbedingung festlegen. Und wir können auch ein Offset einstellen. Und wenn wir mal kurz in die technische Zeichnung schauen, unsere Welle selbst hat ja einen Durchmesser von 50 mm. Und unsere Passfedernut soll 5 mm tief sein. Das heißt, wir haben bei der Welle 25 mm Radius und ziehen davon nochmal 5 ab. Das heißt, wir brauchen hier ein Offset von 20 mm in die Richtung. So. Und wir müssen die Richtung ändern, wir wollen in die andere Richtung schneiden. So. Und ab dann wollen wir durch alles schneiden. So, alles, was da noch an Material stehen bleibt, weggenommen werden. Also wir haben jetzt hier ein Offset von 20 mm zur Mitte. Zur Mitte der Welle. Und damit haben wir unsere Passfedernut. Auch ganz hilfreich, wenn man sich sowas nochmal im Detail anschauen möchte, ist die Schnittansicht, die man hier oben aufmachen kann, auf dieser Schaltfläche. Dann erhält man so eine Ebene, die man sich beliebig platzieren kann. Jetzt gerade schneiden wir so durch die Welle. Wenn wir die jetzt hier einmal drehen und uns das Ganze ein bisschen verschieben, können wir hier auch in unsere Passfedernut reinschauen. Und das Ganze passt ziemlich gut mit dem überein, was wir in der Zeichnung sehen. Okay. Dann sind wir schon mit der Konstruktion fertig. Schauen wir noch mal einmal, ob wir alles richtig gemacht haben. Wir haben in dem Fall hier 42,4 und den haben wir hier unten. Einmal anwenden und dann schließen wir das Fenster. Da ändert sich auch immer ein bisschen die Farbe von dem Bauteil. Und jetzt können wir das Material evaluieren. Hier unten, oben unter den Masseneigenschaften. Und wir liegen bei 6796,58 Gramm. Und das ist genau das, was auch in der Zeichnung angegeben ist. Damit wären wir hier fertig. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal.